Wir starten in den Tag. Wir sind um 6:45 sind wir los. Da geht jetzt der Radweg hinter Zimmern schön an der Alpenwil entlang. Hatschi hat seinen Galopp. Jetzt laufen wir ein Stück. Da putzt sich eine Nilgans. Ach, der Patschi ein bisschen am Morgen Toilette, gell? Haarige. So viel Haariges. Du willst dich immer Dinge beziehen. Lass mich doch kratzen. Jetzt bin ich an der Tankstelle, habe drüben beim Wohnwagen schon aufgepumpt. Da waren 0,8 Bar nur noch drin. Jetzt mache ich die Seite auch gleich. Habe sowieso noch ein bisschen Zeit, es ist 7:30. Um 8 möchte ich in Pappenheim einkaufen gehen. Da soll es ein Edeka geben. Marmelade ist aus, Hundefutter ist aus. Ich bin froh, dass ich mir diese Adapter noch gekauft habe. Das ist nämlich genial. Ich habe ja schon oft gedacht, wie kann man nur diese französischen Ventile gutheißen. Oh ja, da ist auch zu wenig drin. Man muss ja dann aufschrauben. Für den drüberen habe ich die Zange gebraucht. Jetzt hole ich die Brille und die Zange. Das ist ein ganz praktisches Ding, das Zänglein. Und dann vorsichtig, weil diese Teile brechen wohl auch leicht ab. Jetzt muss man es ganz aufschrauben. Gut. Dann kann der Adapter hin. Dann der Schlauch. Wie viel da drin ist. Auf 2 habe ich gepumpt. Aber da ist noch 1 drin. Also auch dringend nötig. Fertig. Gut, dann wieder alles weg. Ist halt an der Tankstelle einfach super praktisch, wenn man da bloß mit den Autoventilen Luft reinmachen kann. Gut, jetzt rollt sich's wieder besser. Jeder kennt wahrscheinlich die Redewendung, ich kenne doch meine Pappenheimer. Schiller hat ein Drama geschrieben, Wallensteins Tod, und da kommt es vor. Und Wallenstein hat es sehr anerkennend zum Pappenheimer Regiment gesagt. Heute ist es eher nicht mehr so schön gemeint. Eine Schnellzuglokomotive
müsst das Video anhalten, wenn ihr es lesen wollt. Und da ist die Lok. Wir sind in Treuchtlingen, es ist 9 Uhr und wir suchen uns einen Frühstücksplatz. Jetzt haben wir einen Frühstücksplatz gefunden um 9:15. Aber ich mag es halt so gern in der Natur, beim Auen-Erlebnispfad. Es ist doch schön hier. Perfekt und windstill. Willst du überhaupt raus? Jetzt. Die Seite. Jetzt wieder ein. Ja, sag mal. Ne? Jetzt gibt's Essen. Patschi möchte erst ein bisschen erkunden. Da hinten drin, da waren wir gerade, da ist so ein ganz sauber mit Wasserlinsen, so eine Quelle oder Wasser. Da war er gerade drin mit die Füße, hat geschlappt. Aber jetzt gibt's Frühstück, hm? Komm. Und so schön, dass die Sonne noch rauskommen ist. Es war kalt in der Früh. Jetzt ist vom Radweg ein Paar eingeschwenkt, weil sie einen Wohnwagen sehen wollten und haben mir Tomaten geschenkt. Die haben frisch vom Garten Tomaten dabei gehabt. Ist das nicht genial? Das alte raus. Und jetzt. Mein Wakako Kaffeeautomat, mit dem ich super zufrieden bin. Da ist der Rest heißes Wasser von vorhin. Das ist einfach super. Der Wind geht, aber die Sonne ist da und die tut so gut. In der Früh war es eisig kalt. So, das machen wir mal noch sauber.
Dachte, ich habe noch was drin lassen vorhin. Okay. Dann lassen wir das noch durch. Ich glaube, der Patschi ahnt was. Ich möchte mit ihm jetzt noch mal ein Stück den Weg hintergehen. Da soll es nämlich noch einen See geben. Krümelsocke. Was mit dich dabei? Magst du dabei noch mal fertig essen? Hm? Und du dabei noch mal essen? Hm? Oder gehen wir jetzt mal dahin? Jetzt habe ich gerade noch mal geschaut. Das Wetter bleibt trocken. Alle 10 Tage Vorausschau. Das ist jetzt die nächsten Tage nicht ganz so heiß. So wie es jetzt ist es super. Patschi, schauen wir mal, da der See ist. Auenerlebnispfad. Ah, da ist der See. Aber man kommt nicht hin. Ist zu tief unten. Dann gehen wir zu den einen Wasser nochmal, das so toll ist. Ein Patschi. Also da ist sicher interessant zum Vögel beobachten. Das Schild da hinten. Patschi hat jetzt die ganze Zeit geschlafen. Oh, Patschi, gehen wir nochmal zu den Wassi. Komm. So, da kannst du nochmal reinstapfen. Komm, Bub. Nicht weiter. Aber das war doch so toll. Mann. So sauber. Weiß ich doch, dass er das nochmal mag. Und ein Asti gibt es auch. Uff. Irgendwo habe ich sein Bali verloren. Muss auch mal einen Wohnwagen ausräumen. Sein Trinknapf ist plötzlich nicht mehr da. Ja, vielleicht ist jetzt auch fertig. Da hat er nämlich vorher nur die Hälfte gegessen. Schau mal, da ist noch was im Topfi. Guck, dann kann ich noch weiter essen. Nein. Die ganze Zeit geht es schon hier im Tal entlang. Und da sehe ich 4 Störche. Muss ich jetzt gerade mal ein Foto gucken, ob man einen Ring erkennen kann bei einem.
Noch ungefähr 7 Kilometer bis Gunzenhausen und danach ist ja gleich der Altmühlsee. Da möchte ich mir wieder schön Zeit lassen. Immer kleiner wird sie, die Altmühl. Wir fahren nach Gunzenhausen ein, diesmal von einer anderen Seite. 1:50. Da ist das Tierheim und da erinnere ich mich, da bin ich letztes Jahr auch vorbeigekommen. Das Tierheim Gunzenhausen. Immer am Altmühlsee. So sind wir letztes Jahr auch rum. Wahrscheinlich auch. Nee, letztes Jahr war es kalt. Da ist heute am Samstag natürlich der Bär los. Überall. Hinten raus wird es jetzt ein bisschen ruhiger. Da war gerade der Hundebadestrand. Patschi isst sein Frühstück fertig. Ich habe mir vorher Pommes geholt. War der Patschi mit den Füßen schon im Wasser, kommt eine Frau mit Hund, sagt nicht reinlassen, das ist hochgefährlich. Wegen der Blaualgen. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Vogelinsel. Go, Patschi. Da ist eine Kanadagans mit dem schwarzen Hals. Schöne Pfade. Wo gehen wir denn? Gehen wir mal da. So lange möchte ich den Wohnwagen nicht allein lassen. Aber die Vogelinsel will ich ja schon lange angucken. Und Patschi? Das ist so toll. Er nutzt es so aus, wenn er schlafen kann. Vorher wäre er am liebsten wieder eingestiegen in den Wohnwagen, aber jetzt macht es ihm auch Spaß. Es ist wahnsinnig viel los hier. Vögel werden wir da keine sehen. Schauen wir mal da noch hin. Und dann kehren wir wieder um, dann gehen wir wieder zurück. Richtig tolle Pfade. Ich bin heute ein bisschen unruhig, weil der Wohnwagen ins Gepäck draußen steht. Da kommt der nächste Steg. Da kann man sich ja verlaufen. Ach, und da ist noch ein Aussichtsturm. Gut. Da sieht man den Aussichtsturm.
Patschi, den Weg sind wir aber nicht hergekommen. Das riecht hier richtig morastig. Da gehen wir aber auch nicht weiter, Patschi, weil ich weiß nicht, ob der wieder nach vorne geht, der Weg. Komm, wir gehen den gleichen, den wir gekommen sind. Flachwasserzone, deswegen riecht es auch so. Dieses kleine grün-gelbe Schild, unten ist der Altmühlradweg, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Heißt, wir müssen links, wie letztes Jahr auch. Bin gespannt, wie es dann weitergeht. Jetzt sind wir in neuem Gebiet. Letztes Jahr ging es um den Altmühlsee rum, wieder zurück nach Gunzenhausen und runter nach Wassertrüdingen. Und jetzt geht es nach Herrnrieden an der Altmühl entlang. Die ist ja da wieder richtig breit. Oh, was sind da für Vögel drüben? Das ist eine Wacholderdrossel. Wie schön, diese vielen Wiesen und das Schilf dazwischen. Das ist natürlich ein Vogelparadies. Und links die Altmühl, dass die da so breit ist. Ornau, glaube ich, heißt der Ort, hübsch mit dem Türmchen. Oder Ornbau. Entschuldigung, ist da alles Kopfsteinpflaster drin? Naja, also über die Brücke geht es nur Kopfstein, dann ist auch ein Pflaster, aber das ist ein neues Pflaster, das ist glatt. Okay, danke. Also bis ungefähr, ja, Das, nach der das Brücke. kriegen wir hin. Und dann wird es glatt. Danke. Also dann wird es besser. Okay, super. Also süß, Tschüss. ja. Und ich habe jetzt gerade Jannik kennengelernt, der von Flensburg bis Innsbruck wandert. Ist schon 7 Wochen unterwegs. Ganz nette Begegnung wieder. Dann fahren wir da durch und hoffen, dass das Kopfsteinpflaster aufhört. So. Noch nicht. Oh, schön. Das alte Stadttor. Patschi ist wieder eingestiegen. Fahren wir durch Ornbau durch. Es ist 18 Uhr. Wir fahren noch. Jannik ist wirklich mit Karte und Kompass unterwegs, hat auch kein Handy in dem Sinn, nur eins zum Telefonieren, wo der Akku eine Woche reicht. Und ein Lesegerät, wo der Akku 3 Wochen reicht. Ich weiß nicht, hat er gesagt, ein Kindle oder ein, wie heißt der andere? Weiß ich jetzt nicht. Ja, so also unabhängiger geht es dann gar nicht mehr. Eine Übernachtungsstelle zu finden, hat wieder auf Anhieb geklappt. Ich kam an so einem kleinen Feldstadel vorbei
und habe mir gedacht, da sind ja meistens Steckdosen drin und es war auch ein Haus daneben. Und dann habe ich gefragt, ob das zusammengehört und ob ich da stehen bleiben darf in der Nacht. Hat nicht zusammengehört, aber ich durfte bei diesen netten Leuten stehen bleiben. Ich durfte duschen, ich stand direkt neben der Steckdose. Wäre sogar noch zum Frühstück eingeladen worden. Aber ihr wisst ja, ich kann vom Bett raus nicht gleich frühstücken. Da muss ich erst ein paar Stunden unterwegs sein und am liebsten dann irgendwo in der Natur mir ein schönes Plätzchen suchen fürs Frühstück. So ging der Tag zu Ende und wir haben wunderbar geschlafen, der Patschi und ich.